Hallo ihr Lieben, hier ist Jenny von Herzzeit und ihr hört heute die erste Podcast-Episode von mir, mit mir und mit Herzzeit und Herzzeit bin ich. Ich selber stelle mich mal kurz vor, wer mich noch nicht kennt und das sind wahrscheinlich noch nicht so viele. Ich hoffe, das ändert sich bald. Ich bin Yogalehrerin in Hamburg und gebe auch Reiki-Therapien, Energiearbeit und Massagen in Hamburg. Wenn du mal Lust hast, komm einfach mal bei mir vorbei. Ja, ich arbeite aber momentan auch noch im Büro, das tue ich jetzt seit 12 Jahren und bin dort im Mai raus, also nur noch ein paar Monate oder ein paar Wochen. Und ja, da mein Herzprojekt schon Herzzeit ist, habe ich gedacht, wenn die Schüler so in meine Klassen kommen, hören sie mir manchmal gespannt zu, manchmal auch nicht. Und viele sagen, ach Jenny, das hat mich irgendwie bewegt oder das hat was mit mir gemacht. Und dann habe ich jetzt einfach mal den Entschluss, beschlossen, dass ich mal einen Podcast mache und dir das sage oder das zeige, was mir geholfen hat auf meinem Weg. Und da kommen wir auch schon gleich zu unserer ersten Podcast-Folgen-Thema. Ich werde heute über die Ehrlichkeit sprechen. Und die Ehrlichkeit, wir sind nicht immer ehrlich. Erstens sind wir nicht gerade immer ehrlich zu uns und auch nicht da draußen. Und für die erste Folge ist es für mich ganz wichtig, mit dir ehrlich zu sein und auch in den anderen Folgen. Ich möchte dir einfach erzählen, was hat mir auf meinem Weg geholfen, was waren meine Misserfolge, was waren meine Erfolge, welche Tools, also welche Werkzeuge haben mir einfach geholfen, dass ich mehr an meine Qualität, mehr an mein Potenzial gekommen bin. Und natürlich schwebe ich nicht immer auf einer Wolke. Auch ich bin tief manchmal in so einem Sumpf. Im Yoga sagt man immer, wo kein Matsch, da auch kein Lotus. Und den Spruch finde ich gut. Wir sind nicht immer am Fliegen und wir sind auch manchmal einfach ganz weit unten. Und auch das möchte ich dir hier in meinem Podcast einfach erzählen, welche Herausforderungen ich schon in meinem Leben hatte oder welche positiven Sachen ich da rausgenommen habe. Und jedes Tief ist halt etwas, wo man wieder gut rauskommt. Man braucht halt einfach Hilfe. Und ich hoffe, dass ich dir diese Hilfe sein kann, dass du vielleicht mich so ein bisschen im Hinterkopf behältst, manche Sachen vielleicht auch schon gleich anschiebst oder einfach es erstmal auf dich wirken lässt. Im Alltag, da sind wir so unglaublich unehrlich. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, so antworten wir eigentlich immer, ja, geht mir gut. Und so fangen wir dann Gespräche an, sie werden sehr oberflächlich, wir unterhalten uns über das Wetter, wir unterhalten uns über andere Menschen. Das machen wir ganz gerne, über andere Menschen sprechen. Aber du bist da mit Personen oder mit einer guten Freundin und du möchtest doch über dich sprechen. Also fang an, wirklich ehrlich zu sein. Fang an, dich zu zeigen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, das möchte ich gerne machen, aber da fühle ich mich irgendwie komisch bei, ich fühle mich dabei irgendwie klein oder das macht man nicht oder ich fühle mich irgendwie ausgezogen, weil dann weiß ja jeder, so geht es mir und ich bin dann angreifbar und dieses Gefühl ist so okay, weil wir es nicht kennen, wirklich uns aufzumachen, uns über uns zu unterhalten. Ich kann dir nur sagen, es ist so unglaublich stark und du hast so viel Mut, wenn du anfängst, wirklich offen zu sein, über dich zu reden, über deine Gefühle zu reden. Und du wirst merken, wenn du dich öffnest, dass da eine ganz neue Welt aufgeht. Du wirst merken, dass Leute dir mehr zuhören, weil du aus deinem Herzen sprichst. Du wirst merken, dass du Tipps bekommst, an die du vielleicht noch nie gedacht hast. Du wirst merken, dass du mal eine wirklich herzliche Umarmung bekommst. Und ich möchte dich einfach bestärken, heute mit dieser Folge langsam nach draußen zu gehen und ehrlich zu sein, deinen Mut zu zeigen, deine Stärke zu zeigen, dass du ehrlich sein kannst. Und wenn du damit anfängst, dann öffnen sich andere auch. Wie ich damit angefangen habe oder auch wenn ich mit meinen Klienten darüber spreche, die dann sagen,
Jenny, aber ich möchte ehrlich sein, aber ich habe da ja noch nie mit angefangen. Wie soll ich das dann machen? Und ja, wie reagieren dann die anderen? Wichtig ist einfach erstmal dich zu öffnen und auch Fragen zu stellen. Also den Fragen, die du wirklich im Kopf hast und den du dein Gegenüber gerne mal fragen möchtest. Und wenn du das Gefühl hast, das ist zu persönlich und weil ihr das noch nie gemacht habt, dann sag es einfach. Ey, ich interessiere mich so sehr für dich. Und wenn das dir zu nahe geht, brauchst du sie nicht beantworten, aber das ist die Frage oder das ist das, was ich gerne von dir wissen möchte. Also frag das gerne. Und wenn du damit anfängst, wirklich darüber zu reden, dann wirst du auch merken, dass ja, sich etwas in deinem Körper tut. Also das, was du so immer unter die Wasserunterfläche gedrückt hast, nie darüber gesprochen hast, weil du das nicht gelernt hast von zu Hause, dann wirst du merken, dass dein Körper langsam einfach wieder besser wird, dass es ihm besser geht. Eigentlich bräuchten wir alle einen Therapeuten, wenn wir nicht wirklich ehrlich da draußen sind, weil Therapeuten sind dafür da, einfach mal, dass wir dort ehrlich sein können. Und ja, es ist gerade so eine Zeit, wo viel Burnout und Depressionen kommen. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich ehrlich sind und darüber reden, was uns wirklich bewegt, dann wäre das gar nicht so extrem, wie es jetzt gerade wäre. Und wir brauchen einfach jemanden gegenüber, dem wir wirklich das sagen können, was wir brauchen. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du das auch erstmal anfangen, ein Tagebuch zu schreiben. Oder wenn du gar keinen hast, bei dem du sein kannst und mit dem du reden kannst, dann wünsch dir vom Universum einfach, hey, ich brauche da einen Buddy an die Hand, mit dem möchte ich offen und ehrlich sein und der soll offen und ehrlich mit mir sein. Und dann melde dich irgendwo auf Plattformen an, weiß ich nicht, bei Facebook oder Online-Plattformen. Du wirst da eine Menge finden. Connecte dich da mit Leuten und dann geh raus. Geh raus, treff dich mit denen, sei cool, sei ehrlich. Du wirst merken, das wird zwar eine Hürde erstmal sein, wenn du das nicht kennst, aber wenn du nichts machst, es wird dir kein anderer auf dieser Welt helfen. Das ist eigentlich der Spruch, den ich meinen Klienten am meisten sage und der ist meistens sehr, sehr hart. Nur du kannst dein Leben ändern. Nur du kannst da rausgehen und es anders machen. Wir können zum Arzt gehen und fragen, ob der eine Pille für uns hat, die kann kurzfristig helfen. Wir können denken, wenn ich den anderen Freund oder einen anderen besten Kumpel habe, der wird mir helfen. Ja, die können dir Denkanstöße geben, die können auch irgendwie dich supporten, aber du musst da rausgehen und deine Welt ändern. Ja, wenn du jetzt merkst, dass du wirklich Lust hast, ehrlich zu sein und da rauszugehen und das zu entdecken, dann such dir jemanden in deinem Freundeskreis, wo du da wirklich jetzt mit anfangen kannst. Und ich möchte dir dann noch so ein paar Tipps auf dem Weg geben, wenn du damit anfängst. Versuch nicht immer nur ins Negative zu gehen. Also klar wenn wir anfangen, gibt es da wahrscheinlich erstmal einen großen Ballast, den wir loswerden wollen, wo wir sagen wollen, ey, so fühle ich mich, das bewegt mich. Fang da gerne mit an, aber denk auch dran, wir profitieren auch nicht nur vom Negativen, sondern sehr vom Positiven. Wenn du immer dann anfängst zu meckern, und das Meckern kennen wir gut, ich bin auf dem Dorf groß geworden, ach, da gibt es so viele Menschen, die so gerne meckern und so am Schimpfen sind, weil sie haben dann was zu tun, sie werden gehört. Ich möchte, dass du gehört wirst, also fang gerne mit den nicht so positiven Sachen an, würde ich sie jetzt mal nennen, aber geh auch wieder ins Positive. Also sag, was cool ist, was du Gutes gemacht hast. Und gerade da haben wir oft Angst vor, auch zu sagen, hey, ich kann strahlen, ich habe einen geilen Tag, ich habe einen tollen Partner, ich habe einen tollen Job, ich habe alles eigentlich das, was ich gerade brauche und trotzdem habe ich eine Herausforderung. Völlig okay. Aber zeig auch dein Licht da, deine Freunde, deine Bekannte, die können auch daraus profitieren, dass du scheinst. Und das sollst du da so viel mehr draußen machen. So, jetzt noch ein paar Tipps, wenn du wirklich jetzt merkst, ich will da anfangen, aber ich merke, eigentlich müsste ich auch mal Tacheles sprechen mit meinem Partner oder mit Familienmitgliedern und möchte denen einfach mal sagen, hey, so geht's mir gerade oder das müssten wir ändern. Dann, solltest du erstmal daran denken, Worte können manchmal stärker sein als eine Ohrfeige. Also wähle deine Worte wirklich wohlwollend und so, dass sie nicht verletzend sind. Denk immer wieder im Hinterkopf, wenn du dein Gegenüber bist, mit dem du sprichst, kommt es jetzt wirklich an?
ist es okay, wie ich mit mir spreche, also mit dem Gegenüber, und kann der das überhaupt aufnehmen oder geht der schon auf Abwehr, weil ich Worte benutze, die halt verletzend sein können. Und ich habe dir hier mal so ein paar Sätze aufgeschrieben, wie du gut anfangen könntest. Also zum Beispiel, ich fühle mich gerade so, weil ich nicht über meine Gefühle gesprochen habe. Und dann gehst du weiter. Oder für mich ist es wichtig, dass wir wieder ehrlich miteinander werden. Ich brauche dies oder jenes in meiner Beziehung oder in unserem Umgang miteinander, damit wir wieder glücklich sein können und wir beide wieder zusammenwachsen können. Ich möchte an mir arbeiten und hoffe auf deine Unterstützung. Oder ich würde mir wünschen, dass wir in unseren Herausforderungen, die wir momentan haben, mehr drüber sprechen können und schauen, ja, welchen Weg du gehst und welchen ich gehe und welchen wir zusammen gehen können. Das könnten so Sätze sein, mit denen du anfangen kannst. Also so Sätze wie: Ich würde mir wünschen, ich möchte an mir arbeiten. Das ist immer ganz wichtig, dass wir, wenn wir mit Leuten sprechen, in diese Ich-Form gehen. Denn wenn du sagst, du machst, dann greifst du an. Also sage immer, wie du dich fühlst, wie es für dich schöner wäre, wie ja deine Emotionen gerade sind, und greif nicht an. Wenn du sagst, du machst falsch gegenüber, dann kommt die Abwehr. Also immer, was du brauchst, was du dir wünschst, was du anders haben möchtest, was ihr zusammen machen könnt. So, du kannst damit heute sofort anfangen. Also ruf einen Freund an, verabrede dich, geh ins Café oder ruf jemanden an. Such dir heute vielleicht nicht den größten Brocken aus, das brauchst du wirklich heute noch nicht, sondern fang an, kleine Schritte zu gehen. Das ist sowieso wichtig. Wir sollen kleine Schritte in unserem Leben leben und gehen. Wir brauchen nicht gleich immer den großen Brocken uns anfassen, denn der kommt nach und nach und der ist dann auch einfacher, wenn wir langsam gehen. Wir fangen meistens mit Sachen nicht an, weil wir immer dieses Große im Leben sehen und denken, oh, das muss ich erreichen, das muss ich machen, und dann fallen wir in so einen Trott, dass wir da gar nicht rangehen, dass wir gar nicht schaffen, diese Überwindung zu überwinden. Also, nimm dir erstmal kleine Sachen vor. Und wenn du damit anfängst, dann wird sich deine Welt verändern. Ich habe schon gesagt, vielleicht wird da jemand sein, der wirklich mal richtig zuhört. Und es werden Veränderungen kommen, weil du an Themen kommst, an Informationen kommst, die du vorher vielleicht nicht hattest. Dass du auf einmal einen Hinweis bekommst, geh auf die Webseite, guck dir das Buch an, und dein Leben wird positiver, aber es werden auch Herausforderungen kommen. Als ich wieder anfing, ehrlich zu sein, ich war eine ganze Zeit sehr, sehr ehrlich und habe dann irgendwann aufgehört. Und ich habe aufgehört, ehrlich zu sein, weil ich Angst hatte, dass die draußen wirklich mein Licht sehen. Ich bin eine Person, die recht positiv ist, und viele Sachen, die vielleicht auch für manche negativ sind, ich versuche einfach positiv zu sehen. Und ich hatte da 2 Menschen in meinem Leben, eine Freundin und meinen festen Partner, die mir dann nicht gut getan haben. Und auch die waren wunderbar, dass sie in meinem Leben waren, weil ich habe wieder gemerkt, nein, das brauche ich nicht. Ich brauche diese Menschen nicht, die mein Licht nicht sehen wollen. Das tut weh. Das ist nicht einfach, sich von Menschen zu trennen, Menschen gehen zu lassen. Aber die Freundin und ich, wir haben gleich gemerkt, wow, das geht nicht mehr. Sie wollte noch festhalten, aber ich habe wirklich gesagt, das geht nicht. Wenn du nicht möchtest, dass es mir gut geht und dass ich auch über meine positiven Sachen reden kann, dann geht es einfach nicht. Und ich konnte sie verstehen. Für sie war es wichtig, dass ich auf ihrer Ebene bin. Für sie war es wichtig, dass ich so bin wie sie. Es war leider so ein bisschen in so einem Negativmut, und da wollte ich nicht sein. Ja, lass die Menschen los. Und dann hatte ich da noch meinen festen Partner, den ich so auf meinen Sauftouren früher noch kennengelernt habe, und wir hatten eine tolle Zeit zusammen, aber irgendwie war es immer nur Party machen, und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mit denen gar nicht richtig ehrlich reden. Also wenn wir wirklich ins Eingemachte oder in die Emotionen gehen, dann habe ich eher Ablehnung empfangen, also dass er gar nicht mit mir weiter drüber sprechen wollte. Ja, es war auch irgendwie so ein bisschen belächelnd. Was willst du denn wieder, ne? So. Ja, auch da habe ich mich irgendwann schmerzlich getrennt. Natürlich ist das nicht immer einfach, aber ich kann dir sagen, das ist jetzt ungefähr 5 Jahre her,
5, 6. Und ich habe seit 3 Jahren einen ganz, ganz tollen Partner und auch den habe ich mir aufgeschrieben und übers Aufschreiben werde ich bestimmt auch nochmal sprechen. Ich habe ihn mir wirklich aufgeschrieben und habe aufgeschrieben, was brauche ich von meinem Partner. Ich brauche Offen und Ehrlichkeit und wir sind sehr offen miteinander. Das ist nicht immer einfach, genau zu hören, wie es dem anderen gerade geht. Er auch meine Emotionen mitbekommt und manchmal zweifle ich an Sachen. Ich zweifle manchmal an unserer Beziehung, zweifle daran, wir werden bald umziehen. Ist es wirklich das Richtige, jetzt in eine größere Wohnung zu ziehen, wo ich eigentlich meinen festen Job, den ich seit 12 Jahren habe, aufgebe? Ich zweifle momentan daran, dass es mit Herzzeit super läuft. Ich zweifle manchmal daran, mein Freund und ich, wir heiraten dieses Jahr. Ist es wirklich das Richtige? Es gibt so viele Scheidungen da draußen. Ist das Richtige? Aber wir reden darüber. Und wenn ich anfange, darüber zu reden, dann merke ich schon, wow, nein, das ist es gar nicht. Es sind andere Sachen, die mich bewegen. Und es ist dass da draußen so viele Leute vielleicht sich scheiden lassen und ich Angst habe davor. Aber wenn ich über meine Angst spreche, können wir zusammen sagen, ja, was brauchst du denn? Was brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Ja, ihr Lieben. So, geht da raus. Zeigt euren Leuten, die ihr um euch habt, wer ihr wirklich seid. Und ich hoffe, dass, ja, wenn du damit anfängst, dass auch dein Leben sich ein bisschen ändert. Wenn du meine Podcast-Folgen oder zu meinen Yogastunden kommst, wirst du merken, dass sich was verändert. Und Veränderung bedeutet nicht immer positiv. Es kann negativ werden, weil es wühlt sich um, dein Leben krempelt sich um. Ich hatte früher so ein stinknormales Leben. Ich bin 40 Stunden zur Arbeit gegangen. Ich bin fast jedes Wochenende feiern gegangen, was super war. Ich habe mich mit Freunden getroffen, bin ab und zu mal zum Sport gegangen. Das war's, das war okay. Aber ich habe gar nicht so gemerkt, hey, wer bin ich eigentlich? Also das ist ja das, was wir alle machen. Aber was brauche ich wirklich? Welche Bedürfnisse habe ich? Was will ich machen? Und ich habe gemerkt, ich will Menschen helfen. Ich will da rausgehen. Ich will das zeigen, was ich schon weiß. Das ist noch nicht alles. Ich weiß auch, dass ich da klein anfange und mich immer weiterentwickle. Und ich hoffe, dass ich dich damit auf die Reise ein bisschen mitnehmen kann. Für die nächsten Podcast-Folgen möchte ich dir einfach noch mal kurz ein kleines Intro geben. Ich werde ein bisschen über Meditationen sprechen. Ich werde auch Meditation aufsprechen. Natürlich auch Themen über Gesundheit, Selbstentwicklung, all die Themen, die gerade so aufkommen und natürlich auch das, was du brauchst. Also wenn du irgendwie hast, hey Jenny, das ist ein Thema, was ich gerne mal von dir hören würde, was du dazu denkst. Ich kann halt immer nur das sagen, was ich denke, was ich gelesen habe und was ich fühle. Also wenn ich Bücher lese und merke, wow, da kommt eine Gänsehaut oder das fühle ich, dass das wahr für mich ist. Nur das kann ich euch hier vermitteln. Wenn ihr Lust habt, dann guckt mal einfach auf www.herzzeit-hamburg.de, da könnt ihr mehr über mich erfahren. Ich bin auch auf Instagram unter Herzzeit-Reiki-Yoga oder bei Facebook unter Herzzeit Hamburg. Schaut da gerne mal vorbei und da ich noch nicht genau weiß, wie das hier alles mit den Podcasts so weitergeht, also ich werde ihn weitermachen, aber noch nicht, wie ich das auf meiner Homepage verlinke und die ganzen anderen weiteren technischen Sachen, werde ich euch das nächste Mal auch sagen, wie ihr vielleicht diesen Podcast euch abonnieren könnt. Also ihr Lieben, Feedback, gebt mir das gerne. Ich weiß, es war die erste Folge. Ich muss mit dem Schnitt noch gucken. Ich bin eigentlich jemand, der frei redet. Ich habe mir das alles aufgeschrieben erstmal und merke so, ich gehe voll aus meinem Konzept raus, weil sonst hätte ich euch einen Text vorgelesen. Ich weiß, dass ich manchmal emme. Ich weiß nicht, ob ich das gleich noch rausschneiden kann oder ob ich das überhaupt mache. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Ja, lass dein Licht da draußen scheinen. Lasst uns mehr scheinen, lasst uns profitieren von dem, was wir wissen und was wir noch nicht wissen. Geht da raus, seid ehrlich. Ich wünsche euch einen herrlichen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Jenny von Herzzeit. Bis dann.